Hallo und herzlich willkommen zu unserer Rubrik Spielevorstellungen. Heute stellen wir euch Talisman Star Wars von Sean Fletcher vor. Die Star Wars-Version basiert auf der 4. Edition von Talisman und versetzt 2 bis 6 Spielende ab 12 Jahren in eine weit, weit entfernte Galaxie. Dabei schlüpfen sie in die Rolle bekannter Film- und Seriencharaktere, entweder auf der hellen oder auf der dunklen Seite der Macht und reisen von Planet zu Planet, um sich für den ultimativen Kampf gegen Imperator Palpatine zu rüsten. Auf dem Planeten gibt es unterschiedliche Begegnungen zu absolvieren und Belohnungen einzusammeln. Natürlich können die Charaktere auch versuchen, sich gegenseitig zu schwächen. Wie bei Talisman üblich werden die Charaktere auf dem Spielfeld durch hübsche Büsten repräsentiert. Insgesamt gibt es 12 Charaktere zur Auswahl. Bevor wir uns die Charaktere näher ansehen, ein kurzer Blick auf die unterschiedlichen Symbole, die das Spiel verwendet. Mit Stärke und Wille werden entsprechende Kämpfe ausgetragen. Zudem gibt der Wille an, wie viele Machtkarten ihr auf der Hand behalten dürft. Sinkt dein Leben auf 0, musst du den Charakter wechseln. Auf den Charakterbögen findet ihr alle wichtigen Informationen zu eurer Spielfigur. Den Namen, ob er/sie der dunklen oder der hellen Seite der Macht angehört, den Startplaneten, die Anfangswerte und die Sonderfertigkeiten, die jeden Charakter besonders machen. Dann habt ihr eine Attributleiste mit Rädern, auf denen ihr die aktuellen Werte für Stärke, Wille und Leben einstellen könnt. Die Räder sind ganz praktisch, da sich die Werte häufiger im Spielverlauf ändern. Euer Vermögen wird durch Credit-Marker nachgehalten. Hiermit könnt ihr bei bestimmten Gelegenheiten Objekte einkaufen. Ihr startet mit einer bestimmten Anzahl an Bestimmungsmarkern. Gefällt euch ein Würfelwurf nicht, dürft ihr einen ablegen und neu würfeln. Vertraute helfen euch mit zusätzlichen Attributpunkten oder Spezialfertigkeiten. Neben Waffen und Rüstungen gibt es noch eine andere Ausrüstung. Normalerweise dürft ihr euch mit maximal 4 Objekten ausrüsten. Wer gegen Palpatine antreten will, muss auf jeden Fall einen Sith-Wegfinder dabei haben. Hin und wieder wird euer Charakter desorientiert sein. Wenn dies geschieht, dreht ihr den Bogen um und folgt den Anweisungen. Die Felder auf dem Spielbrett repräsentieren die einzelnen Planeten, die ihr auf euren Abenteuern besucht. Dabei gibt es unterschiedliche Regionen, die nur an bestimmten Punkten miteinander verbunden sind. Jedes Feld, das ihr betretet, gibt euch Anweisungen, was zu tun ist. Solange ihr nicht in der inneren Region seid, würfelt ihr am Anfang eures Zuges mit einem 6-seitigen Würfel, um wie viele Felder ihr euch bewegt. Ihr dürft euch die Richtung aussuchen, im oder gegen den Uhrzeigersinn, müsst sie aber für die gesamte Bewegung beibehalten. In der inneren Region geht ihr von Feld zu Feld, folgt den Anweisungen des Feldes, auf dem ihr landet. Es gibt Felder, auf denen ihr würfeln müsst, was passiert. Diese haben das entsprechende Symbol unten rechts abgebildet. Folgt einfach dem Text auf dem Feld. Es gibt Felder, auf denen ihr Begegnungskarten von dem entsprechenden Stapel ziehen und abhandeln müsst. Diese haben unten rechts ein Symbol, das zeigt, wie viele Karten gezogen werden müssen. Die äußere Region ist mit der mittleren hier verbunden. Ihr könnt nur von Mandalore nach Kessel oder umgekehrt wechseln. Die mittlere Region funktioniert genauso, nur haben die Felder hier mehr Sonderregeln. Von Kef Bir kommst du nach Jedha in der inneren Region und umgekehrt. In der inneren Region bewegst du dich nur noch von Feld zu Feld, darfst dir aber von Jedha ausgehend aussuchen, ob du dich im oder gegen den Uhrzeigersinn auf dem Weg nach Exegol machst. Hierhin solltest du nicht ohne Sith-Wegfinder gehen. Von Exegol kannst du zum Sith-Tempel reisen, wenn du einen Sith-Wegfinder dabei hast. Dort forderst du dann Imperator Palpatine zum Kampf um die Galaxis und um den Spielsieg heraus. Nun schauen wir uns an, wie die Begegnungskarten funktionieren. Manche von ihnen bleiben für eine Weile auf dem Feld liegen. Diese zählen bei der Anzahl, die für ein Feld gezogen werden müssen, mit. Widersacher sind Gegner, die besiegt werden müssen. Sie haben entweder einen Stärke- oder Willewert, mit dem sie kämpfen.
Du und der Widersacher würfeln jeweils einen Würfel und addieren das entsprechende Attribut. Das höhere Gesamtergebnis gewinnt. Siegt der Widersacher, verlierst du ein Leben, siegst du, erhältst du die Karte als Medaille. Du darfst am Ende deines Zuges 5 Medaillenpunkte in Stärke oder Wille gegen einen Punkt des entsprechenden Attributs eintauschen. Mehrere Widersacher eines Typs auf einem Feld addieren ihre Attribute zu einem Kampf. Unten rechts in der Ecke steht, wann in der Reihenfolge der Begegnungen diese abgehandelt wird. Widersacher sind mit 2 recht früh dran. Karten mit Gesinnung funktionieren für helle Charaktere anders als für dunkle. Hier zum Beispiel ist die Karte für helle ein Ratgeber und bei 4 dran. Für dunkle ein Widersacher mit Stärke 4, der bei 2 abgehandelt wird. Orte bleiben auch auf dem Feld liegen und können bei 6 besucht werden. Objekte, die auf einem Feld liegen, können bei 5 aufgehoben werden. Überschreitet ein Charakter damit sein Tragemaximum, muss er überzählige Ausrüstung auf diesem Feld ablegen. Hier seht ihr das Schema, wie Begegnungen funktionieren. Sieht aber komplexer aus, als es eigentlich ist. Machtkarten sind Aktionen, die die Charaktere unter bestimmten Voraussetzungen spielen dürfen. Es gibt helle und dunkle Karten, die nur Charaktere mit entsprechender Gesinnung spielen dürfen. Wie viele Machtkarten ein Charakter haben darf, hängt von seinem Wille-Attribut ab. Was die Karten im Einzelnen machen und wann sie gespielt werden dürfen, erklärt sich aus ihrem Text. Viele beeinflussen den Kampf oder die Bewegung. Nun schauen wir uns mal eine konkrete Spielsituation an. Luke, Obi-Wan, Darth Vader und Darth Maul reisen schon seit einiger Zeit von Planet zu Planet und versuchen, kompetent genug zu werden, um sich dem Imperator zu stellen. Darth Maul ist am Zug, würfelt für seine Bewegung und geht auf ein Feld mit einem Marktplatz. Hier müssen keine Begegnungskarten gezogen werden und er kann Credits für Objekte ausgeben, was er auch tut. Der nächste ist Darth Vader, der sich 3 Felder in der mittleren Region bewegt. Der Planet, auf dem er landet, erfordert eine Probe mit 2 Würfeln, die er nicht besteht. Sein Zug endet. Jetzt ist Luke dran. Er bewegt sich auf ein Feld, für das er eine Begegnungskarte ziehen muss. Er kauft sich einen Blaster, der hier versehentlich Darth Vader gegeben wird. Obi-Wan ist in der inneren Region, darf sich also nur von Feld zu Feld bewegen. Zum Weiterkommen muss er eine Probe bestehen, diese misslingt ihm und er muss zurück nach Jedha. Dann ist wieder Darth Maul dran, der auf dem neuen Feld eine Begegnungskarte ziehen muss, ein Ratgeber, den er ohne Effekt abhandelt. So gehen die Züge der Charaktere weiter, was uns zum größten Plus als auch zum Minuspunkt des Spiels bringt. Jeder Charakter kann in relativ kurzer Zeit seinen Zug abhandeln, sodass die Downtime für die anderen Spielerinnen nicht besonders groß ist. Dies führt allerdings auch dazu, dass jeder Charakter isoliert vor sich hin spielt und kaum mit den anderen interagiert. Daher funktioniert Talisman am besten, wenn die Spielgruppe ihr Glück herausfordert und auf hohes Risiko spielt, statt sich langsam und unaufhaltsam zu entwickeln, bis der Charakter durchmarschieren kann. Auch Talisman Star Wars ist am unterhaltsamsten, wenn viel Unerwartetes passiert. Die beigefügten Büsten, die ihr euch hier näher ansehen könnt, sind gut gegossen und geben die Charaktere gut wieder. Auch wenn das Format als Büste gewöhnungsbedürftig ist. Aber es entspricht dem Aussehen der 4. Talisman-Edition. Dass allerdings nur machtsensitive Charaktere spielbar sind, schränkt das Spiel nur auf einen Ausschnitt des vielfältigen Star Wars-Universums ein. Schade. Wir hoffen, ihr werdet Spaß mit dem Spiel haben und diese Spielevorstellung hat euch weitergeholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch bitte, teilt es, abonniert unseren Kanal oder hinterlasst einen Kommentar. Danke für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.